review from last week. Eine kleine Zusammenfassung oder Rückblick von letzter Woche. Thankfulness is the door to happiness. Die Dankbarkeit ist die Tür zur Fröhlichkeit. Make no doubt about that. Und da gibt es keinen Zweifel daran. Thankfulness is the gate to heaven. Dankbarkeit ist das Tor zum Himmel. It's the cure for arrogance. Es ist die Heilung für Arroganz, The inoculation for depression. die Schutzimpfung gegen Depression. It's the force against the spirit of entitlement. Es ist die Kraft gegen den Geist des Anspruchs It is the fruit of humility. und es ist die Frucht der Demut. The thankfulness cannot be separated from humility. Dankbarkeit kann nicht getrennt werden von Demut, Because thankfulness is humility's response to a blessing. weil Dankbarkeit ist die Antwort der Demut auf einen Segen. Thankfulness is humility's way to respond to an undeserved blessing. Dankbarkeit ist die Art und Weise, wie die Demut auf einen nicht verdienten Segen antwortet. Unthankfulness Undankbarkeit is pride's response. ist die Antwort des Stolzes. Because a person who's proud is a self-made person. Also eine Person, die stolz ist und die sich alles selbst erarbeitet They don't hat, need anybody. They don't need anything. die brauchen niemanden und nichts. And if you bless them, Und wenn du sie segnest, they don't need it. dann brauchen They sie don't das want nicht. Sie wollen es They're nicht. self-made. They're independent. Sie haben das alles selbst erreicht und sie sind They don't unabhängig. need you to bless them. Sie brauchen dich nicht, um sie zu segnen. But humility and thankfulness are inseparable. Aber Demut und Dankbarkeit sind untrennbar. Now, when I read the prophets in the Old Testament, Wenn ich die Propheten im Alten Testament lese, I find quite an angry God, dann finde ich einen sehr zornigen Gott, especially in the minor prophets. besonders bei den kleinen Propheten. Ooh, boy, he is mad. Dann denkst du, wow, er ist wirklich He zornig. brought the Babylonians, Er hat die Babylonier and he had gebracht the Babylonians slaughter Israel. und er hat die Babylonier dazu geführt, dass sie Israel abschlachten. Men, women, children, no pity. Männer, Frauen, Kinder und kein Mitleid. You read prophet after prophet, and you see a very angry God. Und du liest den einen Propheten nach dem nächsten und du siehst einen sehr zornigen Gott. Then you go to the New Testament, you read Luke 15, Du gehst ins Neue Testament und liest Lukas and 15 we find this God who is a father und wir sehen diesen Gott, der ein Vater ist, running in slow motion der so in Zeitlupe rennt, to meet his son who's coming back. um seinem Sohn zu begegnen, der zurückkommt. He is sitting on the terrace waiting, Und er sitzt auf seiner Terrasse und wartet. sees his son, Er sieht seinen Sohn and begins to run und er fängt an zu laufen with his knees going high. mit Knien, die sehr hoch steigen. He embraces his son, Er umarmt seinen Sohn. puts a robe on him, Er gibt ihm einen Mantel. puts a ring on him, Er steckt ihm einen puts Ring an. shoes on him, Er gibt ihm Schuhe. kisses Er him, küsst ihn. kills a fatted calf. Er tötet das And gemästete this is Kalb. the revelation of God the Father. Und das ist die Offenbarung von Gott dem Vater. But still, I look at the Old Testament, Aber dann schaue ich wieder zurück ins Alte Testament. and somehow I have a disconnect between, I say, is this my father? Und da fehlt die Verbindung, wo ich mich frage, ist das mein Vater? I want you to look at Romans 1, and we'll find the answer there. Und ich möchte, dass ihr euch Römer 1 anschaut, weil dort werden Before wir we die go Antwort there, finden. before we go there, Bevor wir dorthin gehen, the thing that angers God more than anything, die Sache, die Gott mehr erzürnt als alles andere. and there's nothing that will bring out his anger and wrath Und es gibt nichts, was seinen Zorn mehr hervorbringt, more mehr than unthankfulness. als Undankbarkeit. Now, when we used to go to the street preaching all the time, Also wir sind früher sehr oft auf die Straße gegangen und haben 20 years gepredigt. we went out there. Also 20 Jahre. Less than 20 people came to the church in 20 Und years of preaching. Weniger als 20 Leute sind daraufhin in die Gemeinde gekommen, nach Preached 20 Jahren von nearly Predigen. 3,000 times. Und wir waren ca. 3000 Mal auf Had den Straßen many thousands of conversations. und hatten Tausende von Gesprächen. And I had one conversation with a young man. Und da gab es ein Gespräch mit einem jungen Mann. And we became friends. Wir wurden Freunde. He came to church. Er kam in die Gemeinde He was homeless. und er war obdachlos. And so Mary and I invited him to live with us. Und Mary und ich, wir haben ihn eingeladen, dass er bei uns lebt. His teeth were rotted. Seine Zähne waren schon ein bisschen He had verfault. pain in his liver. Er hatte Schmerzen in der I made Leber. an appointment for him to go to the dentist. Und ich habe für ihn einen Zahnarzttermin ausgemacht. I was going to pay for it.
Und ich habe dafür gezahlt, He didn't want to go. aber er wollte nicht gehen. I wanted to teach him how to drive a car Ich wollte ihm beibringen, wie man Auto fährt, so he can get his license, damit er seinen Führerschein machen so kann, he could get a job of some kind. damit er vielleicht da irgendeinen Job bekommen könnte. We gave him his own room Wir haben ihm sein eigenes Zimmer because we gegeben. had a little cabina on the side of our Wohnzimmer, of our living room. Wir hatten so einen kleinen extra Raum neben unserem Wohnzimmer. He ate our food. Er hat unser Essen He wore gegessen. my clothes. Er hat mein Gewand He slept getragen. in one of our beds. Er hat in einem unserer Betten geschlafen. And we just gave him one condition. Und wir haben nur eine Bedingung gegeben. We expect you to respect that this is our home. Wir haben gesagt, wir wollen, dass du respektierst, dass das unser Zuhause And ist. you are a guest. Und du bist ein Gast. And one thing is we don't want you coming home with any kind of alcohol Und wir wollen nicht, dass du alkoholisiert und mit Alkohol nach Hause on your kommst. breath. We don't want you coming home intoxicated in any way. Wir wollen nicht, dass du mit irgendeiner Art von Vergiftung nach Hause kommst. Well, one evening he's out somewhere. Eines Abends, da war er unterwegs am We're having a Abend. nice dinner with another couple, Wir hatten ein schönes Abendessen mit einem befreundeten Pärchen candles, and just a nice mit evening. Kerzen und es war ein schöner And Abend. suddenly he comes bolstering into the front door. Und auf einmal ist er durch die Vordertür gepoltert. Hey! I said, Gunther, why don't you go in your room? Und ich habe zu ihm gesagt, Günther, warum gehst du nicht in dein Zimmer? Hey! So after our guests left, Nachdem unsere Gäste gegangen sind, Mary went to talk to him, wollte Mary mit ihm reden and I was going to come in. und ich bin hinzugekommen. But before I could come in, Mary said these words Und very nicely. bevor ich reinkam, habe ich Mary gehört, wie sie sehr She freundlich said, folgende "Look." Worte sagte. You're welcome to stay here, Du bist eingeladen, hier zu bleiben. but if you're going to stay here, you got to respect the fact that we asked you not to come home drunk. Aber wenn Or du hier bleiben intoxicated. willst, dann musst du das respektieren, dass wir dich darum gebeten haben, nicht alkoholisiert Very nach Hause nicely. zu kommen. Sehr freundlich. His response was, Seine Antwort war, if you want me to respect you, wenn du willst, dass ich dich respektiere, then you are arrogant. dann bist du arrogant. Ooh, boy, okay. I heard that, I came into the room. Ich habe das gehört und bin in den Raum hineingegangen. I said, you have 5 minutes Ich to hab pack gesagt- your stuff up and get out. Du hast 5 Minuten, deine Sachen zusammenzupacken und abzuhauen. He began to mock me. Er hat mich dann verspottet. He began to curse me, mock me. Er hat mich verflucht. I said, you have 4.5 minutes to get out. Und ich habe gesagt, du hast noch 4,5 Minuten And rauszukommen. please do me the pleasure of trying me, Und bitte tu mir den Gefallen und provoziere mich. because in 5 minutes I'm going to grab you Weil and in I'm going 5 to Minuten- throw you out. Packe ich dich und schmeiß dich hinaus. You understand? Verstehst du das? He was mocking and cursing. Er hat sich lustig He gemacht und was hat so geflucht. unthankful. Er war so undankbar. He began to live in entitlement. Er hat sich in diesem Anspruch gefühlt. Like this is not grace, this is not a gift. Er hat das Gefühl gehabt, dass das nicht Gnade war oder ein Geschenk. This is my apartment. Das ist seine I do what I want to do Wohnung. here. Er macht hier, was er will. And I tell you, there's nothing that gets God more angry Und ich sage euch, es gibt nichts, was Gott zorniger macht, than this kind of an attitude. als diese Einstellung. I was driving down the street yesterday. Gestern bin ich auf der Straße The guy gefahren waiting on the side wanted to cross the street. und ein Mann hat auf der Straßenseite gewartet, bis er über die Straße gehen I kann. had the right of way, Ich hatte Vorrang, but I slowed down, let him go. aber ich habe abgebremst und habe ihn gehen lassen. Do you think he would even lift his hand in any kind of acknowledgement and say thank you? Glaubst du, er hätte nur irgendeine Handbewegung gemacht, der Danksagung? No. Nein. Unthankfulness. Undankbarkeit. Because people somehow think Weil Menschen denken that they are irgendwie, entitled dass sie einen Anspruch darauf haben, to what they're receiving. zu dem oder auf das, was sie And empfangen. it's a slap in the face Und es ist eine Ohrfeige to the whole principle of grace. für das gesamte Prinzip der Gnade. And when you look at Romans chapter 1, Ich möchte Sie mit mir Römer 1 and you'll durchlesen see this und ihr seht das with God. mit Gott. This is our Father. Das ist unser Vater. For the wrath, we could say, of God our Father Wir könnten sagen, der Zorn für Gott, unseren Vater, is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness also Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden, vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der of Menschen. men who suppress the truth in unrighteousness. Also über Menschen, die mit Unrecht die Wahrheit mit Füßen It means treten. that through their attitude and lifestyle, Das bedeutet, mit ihrer Einstellung und ihrem Lebensstil they suppress the truth unterdrücken sie die that Wahrheit, God exists
dass Gott existiert and that everything came from God as a gift. und dass alles von Gott als Geschenk kam. They suppress that. Und sie unterdrücken diese Wahrheit. Verse 19. Vers 19. Because that which is known about God is evident within them, for God made it evident to them. Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. God gave us all a conscience. Gott hat uns allen ein Gewissen He gegeben. gave us all a human spirit. Er hat uns einen menschlichen Geist gegeben. We have awareness. Und wir haben diese Wahrnehmung. We are not like animals. Wir sind nicht wie Tiere. We are created in the image of God and we have awareness. Wir wurden geschaffen im Bildnis Gottes und wir haben diese Wahrnehmung. God put it in us Gott hat die in uns that there's a hineingelegt, God. dass es einen Gott gibt. Verse 20. Vers 20. For since the creation of the world, his invisible attributes, his eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood through what has been made, so that they are without excuse. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Every single human being is without excuse before God. Jeder einzelne Mensch ist ohne Entschuldigung vor Gott. But when we talk to people, why is it that they are so ignorant and in such darkness? Aber wenn man mit den Menschen redet, dann fragt man sich, warum sind sie so ignorant und leben in so einer Dunkelheit? It comes from a lack of thanksgiving. Es kommt von einem Mangel der Danksagung. Verse 21. Vers For even 21. though they knew God, Denn, they did not honor him as God or give thanks. denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. They didn't honor God for who he is. Sie haben Gott nicht geehrt für wer er ist, They didn't thank God for what he does. und sie haben Gott nicht gedankt für das, was er tut. But they became futile in their speculations, Sie verloren sich in ihren sinnlosen and Gedankengängen, their foolish heart was darkened. und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Unthankfulness leads to spiritual darkness. Undankbarkeit führt zur geistlichen It Dunkelheit. leads to emotional darkness. Es führt zur emotionaler Dunkelheit, It leads to social zur darkness. sozialer It Dunkelheit, leads to physical sickness. zu It physikalischer leads to Krankheit, every kind of bad thing. zu jedem schlechten Ding. It leads to selfishness. Es führt zur Selbstsucht. Unthankfulness is the mother of all evil. Die Undankbarkeit ist die Mutter alles Bösen. Thankfulness is the mother of all virtues. Und die Dankbarkeit ist die Mutter aller Werte. There was one more verse there. 22? Can we go to 22? Okay, never mind. 22 says, professing themselves to be wise, they became fools. Und Vers 22 heißt es noch, daher sie sich selbst als Weise ausgegeben haben, haben sie damit bewiesen, dass sie Narren sind. Watch this. Achtet auf Folgendes. Your life expresses what you are thankful for. Dein Leben drückt aus, für was du dankbar bist. How you think, Wie du denkst, how you act, wie du handelst, how you feel, wie du and fühlst your lifestyle und dein Lebensstil is a direct reflection of what you are thankful for ist ein direktes Abbild für das, wofür du dankbar bist or what you are not thankful for. oder für was du nicht dankbar bist. Show me a selfish person, Zeig mir eine selbstsüchtige Person and I will show you a person that does not thank God that he is good. und ich zeige dir eine Person, die nicht glaubt, dass Gott gut ist. Show me a person. Zeig mir eine Person. Let's think for a moment. Show me an unkind person, Zeig mir eine unfreundliche Person and I'll show you a person that does not thank God that God is kind to them. und ich zeige dir eine Person, die Gott nicht dankt, dass er freundlich zu ihnen ist. Show me a person who is not merciful toward others or forgiving. Zeig mir eine Person, die unbarmherzig ist gegen andere oder ihnen nicht vergibt. And I'll show you a person that is not thankful to God for forgiving them. Und ich zeige dir eine Person, die Gott nicht dankbar dafür ist, dass er ihnen vergibt. Jesus is the perfect representation of the Father. Jesus ist die vollkommene Repräsentation vom Vater. In Hebrews 1:2. In Hebräer 1,2. When you see me, you Wenn see du the Father. mich siehst, dann siehst du den Vater. Show us the Father. Zeig uns den Vater. When you see me, you see the Father. Wenn du mich siehst, dann siehst du den Vater. On the night he was betrayed, In der Nacht, als er verraten wurde, he gave thanks. gab er Dank.
Was Jesus a thankful person? War Jesus eine dankbare Person? Would you give thanks on the night you're about to be betrayed? Würdest du Dank dafür geben in der Nacht, an der du verraten wirst? By one of your closest disciples or one of the closest people in the world, one of your disciples, Wenn einer der Personen, die dir am nächsten steht, einer deiner Jünger, not your closest disciple, but one of the 12, your closest also circle, nicht der nächste Jünger zu dir, sondern einer der näheren betrays you dich betrügt to be crucified. und dich hingibt, damit du gekreuzigt wirst. And the Lord gives thanks. Und der Herr gibt Ooh, Dank. Wow. Wow. When we get to heaven, we're going to be shocked Wenn wir in den Himmel kommen, werden wir schockiert at darüber how sein, thankful Jesus is. dafür, wie dankbar Jesus I wonder ist. how many times he will thank us Und ich frage mich, wie oft er uns danken and wash our wird feet. und unsere Füße waschen wird. And we will be blown away at how thankful Jesus is. Uns wird das umhauen, wenn wir sehen, wie dankbar Jesus Because ist. thankfulness is the door out of the wilderness. Weil Dankbarkeit ist die Tür, die uns aus der Wildnis wegführt, Thankfulness is the hinausführt. door to happiness, to blessedness. Dankbarkeit ist die Tür zur Fröhlichkeit It's the gateway to heaven. und es ist der Weg zum Himmel. A lot of Christians will spend their whole life in the wilderness. Viele Christen verbringen ihr ganzes Leben in der Wildnis. They will never come out of a wilderness of bitterness. Sie kommen nie aus der Wildnis der Bitterkeit. They will stay there their whole life Sie bleiben dort ihr ganzes Leben lang, because there is only one door out, weil es dort nur eine Tür hinaus gibt. and it's thankfulness. Und das ist Dankbarkeit. How many times I've been in some kind of a whirlwind of self-pity and all this like, oh boy, my life stinks and Wie oft- this and that and what about this and War ich in dieser Einstellung des Selbstmitleids, wo man sich fragt, ja, was soll das und how do das? I get out of this? Wie komme ich da I raus? feel like I'm being stung by demonic bees. How do I Ich get out of habe this? das Gefühl, als würde ich von dämonischen Where Bienen am I? gestochen werden. I'm Wo bin somewhere ich? in La La Land. I don't even know Bin where irgendwo im am I. Lala-Land. And then the Holy Spirit just says, give thanks. Und der Heilige Geist sagt, hey, gib Dank. Just start to give thanks. Fang an, dankbar zu sein. And then in the midst of your crisis or situation, Und in der Mitte deiner Krise oder deiner you Situation look it in the face and you just start to give thanks. schaust du ihr mitten ins Angesicht und du fängst an, Dank Father, zu sagen. I don't understand. Vater, ich verstehe I am nicht. depressed. Ich bin I deprimiert. am whatever I am, angry, Was auch immer ich irritated, bin, zornig, reactionary. irritiert, reaktionär, but I praise your name. aber ich preise dich. I thank you that you work all things to the good. Ich danke dir, dass du alles zum Guten I thank willst. you that your mercy toward me is so immeasurable. Ich danke dir, dass deine Barmherzigkeit mir gegenüber unmessbar I groß thank you ist. for the situation Ich danke dir für die because it's Situation, bringing me to you weil sie führt mich zu dir and showing me who I am in the natural. und zeigt mir, wer ich im natürlichen Sinn bin. And suddenly, in seconds, Und you just step out. It's Innerhalb like, von Sekunden trittst du hinaus where was I? und du denkst dir, wo war ich? There's only one door, Es gibt nur eine and Tür it's thankfulness. und das ist Dankbarkeit. Now, I want to show you a film. Ich möchte- Did we do Romans? We did Romans already. I want to show you a film Ich möchte euch noch einen Film zeigen of the same guy that we just saw, von demselben Mann, den wir gerade eben gesehen haben, who created this wonderful car, der dieses wunderbare Auto geschaffen hat. and then something happened. Und da ist was passiert. Just this last summer, Letzten Sommer. they were testing the car, and one of the pieces was not. It was just a safety strap. Und sie haben das Auto nochmal getestet und ein Teil I davon, think so ein it- Sicherheitsgurt, Somehow hit the propeller, and the propeller flew, and it hit him, hat den Propeller berührt und der Propeller ist so and weggeflogen. he was instantly paralyzed Und wir waren sofort gelähmt, from the neck down. vom Nacken abwärts. So let's watch this video, and I want you just to observe this heart of thankfulness, Und wir schauen uns das Video an und ich möchte einfach, dass wir dieses Herz der Dankbarkeit uns not betrachten, knowing whether he will ever be able to move any part of his body again. wo er nicht weiß, ob er jemals wieder ein Körperteil von ihm bewegen können wird. Okay, let's watch this. My accident was a week ago. At iTech, we like to experiment with different things. That's why we've been able to invent the things we have. This experiment actually worked better than I expected. You know, it was just a safety strap that broke. In this last 6 days, I have been through more pain than I ever imagined possible. But you know what the amazing
an encouraging thing to me is that honestly, not one time have I wondered or wanted to ask God why this happened. You know, I know that God has compassion on His people, whether they know they're His or not, and He wants to have relationship with them. And I think that if we're going to tell the world about Jesus, that we're going to have to do it in new and creative ways. That's what I've gotten to do over the last years. And let me invite you, if God is prompting you to get out there and get involved in the fray, then please do it. Let's give Him everything. No holds barred. Nothing held back. You know, He only expects us to give Him what we have. For some of us, that's not very much. Certain points in our life, it's enough. Thanks. I'm telling you, I've lived in some pretty hard places. I never had any idea that pain could be so intense, and that the fear that every swallow might be your last swallow because you might swallow down the wrong tube. I mean, if I can put those two thoughts together, that Jesus did that knowing what He was going to suffer for us, it didn't impact me deeply, except to let me know I don't know squat about what Jesus has done for me. Really. I don't know squat about what God the Father's done for me. But I can tell you this, that in the future I will be more appreciative. I think I may have mentioned last time we talked that gratitude is the shortest lived human emotion. Think how God must feel when we take Him giving His only Son for us and then asking us to go tell other people that He did. You know, I just don't think we have any idea. I certainly realize now that I don't. I'm so thankful that God loves me. There is a poem that has deeply, deeply touched me. I don't know if I can quote it right now, but I'd like to try. It talks about how differently we can see things that God sends our way. And mendicant, by the way, I know from Spanish means beggar. I stood a mendicant of God before His royal throne and begged Him for a priceless gift that I could call my own. He gave the gift, but as I would depart, I cried, "But Lord, this is the thorn, and it has pierced my heart. This is a strange and hurtful gift that Thou hast given me." And He looked at me and said, "Oh, my child, I give good gifts and gave my best to thee." So I took it home, and though at first the cruel thorn hurt sore, as long years passed, I learned at last to love it more and more. I found He never gives a thorn. Without this added grace, He takes the thorn to pull away the veil which hides His face. And I believe that what's happening right here is letting me into a much more intimate room that I've never had with God, that I haven't even sought because I didn't know it existed. And I don't know how this would benefit anybody else, except that I am willing to share whatever I've learned. And the harsh, cruel, painful,
road that I have come to this point through is one that has been an ordeal that I hope never ever to have to repeat. But I know that there are lessons in there, and I pray that God will use them. As the thorn in the poem, to pull aside the veil which hides his face. I think that's going to happen. The psalmist said, I will enter his gates with thanksgiving in my heart. Der Psalmist hat geschrieben, ich betrete seinen Hof mit Danksagung. I will enter his courts with praise. Ich trete ein in seinen Hof mit We will Danksagung. never find the presence of God unless we are thankful. Wir werden die Gegenwart Gottes nie finden, wenn wir nicht dankbar sind. There is so much to be thankful for, Es gibt so vieles, für das wir dankbar sein but we können. become so blind. Aber wir werden dem gegenüber so blind. And thanklessness Und Undank reveals how little we understand about the grace of God. offenbart, wie wenig wir die Gnade Gottes verstehen. It says in 1 John chapter 4 verse 20, In 1. Johannes 4, Vers 20, John says this question. da fragt Johannes, How can you say that you love God who you don't see wie kannst du sagen, dass du Gott liebst, den du nicht siehst, when you don't love people who you do see? wenn du die Menschen nicht liebst, die du aber siehst? We can change the verb. Und wir könnten das Verb How austauschen. can we say that we are thankful toward God who we don't see Wie können wir sagen, wir sind dankbar gegenüber Gott, den wir nicht sehen, when we are not even thankful toward people who we do see? wenn wir nicht mal gegenüber den Menschen dankbar sind, die wir sehen? There's a religious kind of thankfulness Es gibt diese religiöse Art der where Danksagung, we're not actually thanking God, but we're actually thanking ourselves. wo wir nicht Gott Dank sagen, sondern uns selbst. In Luke chapter 18, In Lukas 18. the Pharisee went to the temple Der Pharisäer ging in den and said, Tempel. Lord, God, I sagte, thank you. Gott, ich danke Thank you. dir. Praise Jehovah, praise Yahweh. Ich preise Jahwe, ich preise Jehova. Baruch Hashem, Hamashiach Yeshua, Baruch Hashem Adonai. Who speaks Hebrew? Gut. Yeah. Gut, Dank sei Gott im Höchsten, preise seinen Namen. And then he said, Und dann sagte I er, thank you that I am not like these. ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen. I tithe, I fast. Ich gebe den Zehnten und ich But the faste. scripture says he was praying to himself. Aber die Schrift sagt, dass er zu sich selbst God did gebetet not hat. recognize that as thanksgiving Gott hat das nicht als Danksagung anerkannt, because it was just weil self-glorification. es war nur Selbstverherrlichung. It was not true thanksgiving. Es war nicht wahre Danksagung. We have to understand that thanksgiving is the tip of the spear, Wir müssen verstehen, dass Danksagung ist die Speerspitze the tip of the sword. oder die Schwertspitze. It is what leads our life. Es ist das, was unser Leben anführt. It is the mother of all virtues. Es ist die Mutter aller Werte. And if there's one thing we really want to concentrate on Und wenn es eine Sache gibt, auf die wir uns wirklich konzentrieren and be wollen disciplined in, und wir darin diszipliniert sein wollen, is being thankful. dann ist es, dankbar zu sein. Now, we heard from Steve the same quote that was from last week. Wir haben von Steve dieselbe Aussage gehört wie von letzter Woche. That gratitude or thanksgiving is the shortest lived emotion. Dass Danksagung ist die am kürzesten erlebte Emotion. Why? Warum? You don't have to respond to it Weil du musst darauf nicht antworten, unless you want to. außer du willst. It's not really acting on you Es wirkt nicht wirklich auf so that you have dich, to respond to it. so dass du darauf reagieren musst. If someone betrays you Wenn dich jemand betrügt or steals something from you, oder etwas von dir you stiehlt, have to respond. dann musst du darauf reagieren. But thanksgiving, you can leave it. Aber Danksagung, das kannst du auch sein Somebody lassen. blesses you, Wenn dich jemand segnet, thank you.
sagst du Danke. 4 or 5 seconds later, you forget about it. 4-5 Sekunden später hast du es schon You vergessen. don't think about it when you go to sleep. Du denkst nicht darüber nach, wenn du schlafen gehst. Someone betrays you, you think about it for months, Wenn dich jemand betrügt, dann denkst du daran für maybe Monate, years. vielleicht Jahre. Someone hurts you, you never forget it. Oder jemand verletzt dich und du vergisst es But niemals. someone blesses us, Aber wenn dich jemand segnet, we almost immediately forget it. wir vergessen es fast sofort So danach. thankfulness has to move from an emotion Dankbarkeit muss von der Emotion to a conviction. zu einer Überzeugung werden. It has to be one of our values. Es muss eine unserer Werte werden. We have to be proactive in being thankful. Wir müssen proaktiv sein, dankbar zu sein. Now listen to this. This is from the internet, Hört also kurz dazu, das ist aus dem Internet, from a dictionary. von einem Wörterbuch. Thankfulness is a Dankbarkeit feeling ist ein Gefühl or attitude. oder eine You see, Einstellung. we have to move it from a feeling to an Wir attitude. müssen es von einem Gefühl hin zu einer Einstellung machen. In acknowledgement of a benefit that we have received. Dass es zu einer Anerkennung von einem Vorteil wird, das wir empfangen haben. Gives an example here. Es gibt eben ein Beispiel. It says gratitude reinforces our relationships. Dankbarkeit stärkt unsere Beziehungen. One experiment, Ein Experiment. the customers of a jewelry store Die Kunden von einem Juwelier were called and thanked wurden angerufen und es wurde ihnen gedankt, for purchasing something. dass sie etwas gekauft haben. Nothing else, just thank you. Nicht mehr einfach nur Danke. And they came back and the increase of the store was 70%. Und als diese Kunden wiederkamen, hat der Verkauf des Geschäftes um 70% Right? They zugenommen. called all the customers and just thanked them. Sie haben alle Kunden angerufen und ihnen einfach nur gedankt. Sales went up 70%. Und die Verkäufe sind um 70% gestiegen. Another store, Ein anderes Geschäft. they called and said thank you and we have a sale coming. Da haben sie eben auch angerufen, ihnen gedankt und gesagt, wir würden ihnen einen Verkäufer vorbeischicken. No, Für ein Angebot, wir haben Ja. ein Angebot für sie. thank you for buying Danke, dass Sie eingekauft haben and bei we have a uns. sale. Und wir hätten noch ein Angebot für Increase Sie. 30%. Und die Zunahme war 30%. Another store didn't call at all. Ein anderes Geschäft, die haben überhaupt nicht angerufen. No increase. Keine Steigerung. A large research was done. Eine große Studie wurde This is what they durchgeführt found. und das haben sie Thankful herausgefunden. people are happier, Dankbare Menschen sind fröhlicher, less depressed, weniger deprimiert, less stressed, weniger gestresst more satisfied with their lives und zufriedener mit ihrem Leben and their relationships. und ihren Beziehungen. They have higher level of control, Sie haben ein höheres Level der Kontrolle. more positive ways of coping, Sie haben positivere Wege, Sachen zu bewältigen and they sleep better. und sie schlafen besser. That's cool, huh? Ist das nicht toll? Okay. Thankfulness Dankbarkeit is the strongest link is the strongest link to mental health of any characteristic we can have. Dankbarkeit hat diese stärkste Verbindung mit unserer mentalen Gesundheit als irgendein anderer Charakterzug. Thankfulness has the strongest, the most powerful effect on our mental health. Dankbarkeit hat den stärksten Effekt auf unsere mentale Gesundheit. Okay, listen to this. They did a study Hört and dazu, they sie haben had noch eine Studie durchgeführt six different therapies. mit 6 verschiedenen Therapien. And one of them they called gratitude therapy. Und eine hieß Dankbarkeitstherapie. And in this therapy, they simply had people thank people. Und in dieser Therapie mussten Menschen einfach anderen Menschen danken. It says they found the biggest short-term effects Sie fanden den größten Kurzzeiteffekt, as the people als die Menschen, they sent out a letter of thankfulness to somebody. dass die Menschen einen Brief der Dankbarkeit anderen Menschen schickten. They had a 10% increase in Sie hatten happiness. Eine 10%ige Steigerung in, I don't know. in Fröhlichkeit. How you measure that, but Ich weiß nicht, wie du das they misst, have aber some kind of a gate somewhere. They es ist ja measure wahrscheinlich it. irgendein Gerät. And they had a significant fall in depression. Und sie hatten eine signifikante Abnahme in Depression. Then they had the same people Dann, begin to write gratitude journals or develop a gratitude journal. dann wurden dieselben Leute gebeten, dass sie so ein Dankbarkeitsjournal anfangen. And they asked him, they said to them, every day write in your journal 3 things you are thankful for. Und ihnen wurde aufgetragen, dass sie jeden Tag in dieses Journal 3 Sachen reinschreiben, für die sie dankbar For 1 sind. week.
Für eine Woche. There was significant change. Und es waren signifikante And the Änderungen. people who did it didn't stop doing it. Und die Menschen, die damit angefangen haben, haben nie damit aufgehört. Then after 6 months, there was really significant change. Und nach 6 Monaten gab es noch signifikantere Änderungen. Gratitude. Dankbarkeit. So we have to decide. Wir müssen uns entscheiden. But gratitude is not going to come knocking at your door. Die Dankbarkeit kommt nicht auf dich zu und It's klopft an not deine going to Tür. force you to be thankful. Sie wird dich nicht zwingen, dankbar zu sein. We have to be proactive. Wir müssen proaktiv It sein. has to become a value. Es muss ein Wert werden. With this, I want to show you one more short video. Mit dem will ich noch ein kurzes Video euch zeigen. But before I do, Bevor ich das mache, you cannot let this message just go by. wir können nicht zulassen, dass diese Botschaft einfach nur an uns vorbeizieht. This is it. Das ist es. What we do with this is going to determine the rest of our life. Was wir jetzt mit dieser Botschaft tun, bestimmt den Rest unseres Lebens. I have a bad ear. Ich habe ein schlechtes Ohr My mother has the same bad ear. und meine Mutter hat dasselbe My schmerzhafte grandmother Ohr had the same bad ear. und meine Großmutter hatte auch dasselbe There's a nerve Problem. somewhere down on my neck. Gibt es irgendeinen Nerv, der mein Genick When I runtergeht? exercise with weights, it pulls and it hurts. Wenn ich mit Gewichten trainiere, dann zieht es so an und es tut weh. So in California, we were exercising every day, In Kalifornien haben wir jeden Tag trainiert and then suddenly it hurt. und auf einmal hat es angefangen weh zu tun. And it got prayed over, and a lot of times when Mary prays over it, the pain goes away. Und ich habe oft dafür gebeten lassen und wenn Mary darüber betet, dann geht der Schmerz für eine Zeit lang weg. But it was really hurting, Aber es hat sehr and then wehgetan. I decided not to pray for it anymore. Und dann habe ich mich dazu entschieden, nicht mehr I dafür just zu decided beten. I'm going to thank God that this one doesn't hurt. Ich habe mich dazu entschlossen, Gott zu danken, dass das andere Ohr nicht weh tut. So I said, Father, thank you so much that I don't have 2 ears that hurt. Ich Praise your habe name. gesagt, Gott, ich danke dir so sehr, dass ich nicht 2 schmerzhafte Ohren habe und ich preise deinen That would Namen, really be a drag. weil das wäre wirklich schlimm. But thank you that I only have one. Danke, dass ich nur eins And habe. I really began to focus on what didn't hurt. Und ich habe mich wirklich darauf konzentriert, was nicht weh And tut. thank you that these fingers don't hurt. Danke, dass die Finger nicht weh And tun. that this doesn't hurt. Und And dass my mein elbow. Handgelenk nicht And wehtut und this. mein And thank Ellbogen you, und meine Schultern. that doesn't hurt. And there's so much to thank God for. Es gibt so viel, wofür wir Gott dankbar sein können. And you wonder Und du wunderst dich if vielleicht, God doesn't sometimes allow things, dass Gott manchmal Dinge zulässt, like Steve said, so wie Steve gesagt that hat, thankfulness removes the veil from God's face. dass Dankbarkeit diesen Schleier von Gottes Gesicht weggibt, zur Seite schiebt. The thorn removes the veil. Der Dorn bewegt diesen Schleier von seinem Gesicht weg. Because when God gives us a thorn, Weil wenn Gott uns einen Dorn gibt, if He gives us a thorn, wenn er uns einen Dorn gibt, He gave the Apostle Paul a thorn er hat Apostel Paulus einen Dorn gegeben, to prevent him from becoming proud. mit dem er verhindert hat, dass er stolz wird. It's to bring us to thankfulness Das soll uns dazu bringen, dankbar zu sein, so that we can get a revelation of who He is. damit wir eine Offenbarung von dem bekommen, wer er I'm ist. telling you, I'm telling you, I'm telling you. Und ich sage euch und sage euch und sage euch, There's nothing more powerful es gibt nichts Kraftvolleres, than developing this principle in our life. als dieses Prinzip in unserem Leben zu entwickeln. Naturally, we all focus toward the negative. Natürlicherweise, von unserer Natur, fokussieren wir uns immer auf die negative Seite. I want you to look at this last little film clip. Ich möchte euch dieses letzte kurze Video zeigen. Then we'll have Mary come up and pray. Dann lassen wir die Mary kommen, um zu beten. Oh, this is hot. Can you hear me? Loud and clear? Hello, Annie. So, Wes, I know you've been my boss for a couple of years now. You have been a really great mentor to me, and I really appreciate that. So I just want to thank you for being a great dad. You're always there to support me, even when I say, no, I don't really need this talk right now, but you're there nevertheless, and it's always just great to have someone to rely on. For the past 12 years, you've been my best friend, and I want to thank you for everything you've done for me. You've always been there for me, my number one friend. I think we both know that this is going to go a lot farther than school. Although I know we've only been married for a year and a half, I know I don't always acknowledge how awesome you are. You have a great sense of humor. You're witty and sharp. You're a kind person,
and always thoughtful of others. You're one of the sweetest, kindest, most thoughtful men and people in my life, and I really appreciate that. And the whole time you were growing up, you made it so easy to be a mom. And I don't know if I've ever told you that. You are absolutely beautiful, absolutely, and you are so, so talented. Keep doing what you're doing because it is going to take you places. Do we switch spots? Is that what we do? Jackson. Yes. I'm so lucky that you're in my life today as not only a coworker, but as a friend. You're someone that inspires me every day just to keep a positive attitude and to laugh and smile and stay lighthearted. I always really appreciate how you start singing at the drop of a hat because you have such a beautiful voice, and I love the way that you filled my whole childhood with song. First met you 12 years ago in kindergarten, and I'm so glad I did because you've been my best friend ever since. It's the best, so thanks. The compliment I want to give you today that I've never said to you before is your awareness of other people and how nice you are to everyone in the room. You're very good at making everyone in a room smile, putting everyone at ease. I admire that so much in you. You're honestly such an amazing person. You are my best friend in the world, and you always will be. All I can say is that I really love you, and I don't know, it might be hard for you to believe because I don't act like it sometimes, but I do. I like to say that I take after you because I think that you're just such a great person, and I aspire to be more like you as an adult. And I think that if I could be just like my mom, that would be the greatest gift I could have. You're the most beautiful woman I know. I'm so blessed to have you in my life. I probably don't tell you that enough. Yeah. Super Cake, subscribe. Okay, now I want you to close your eyes. Ich bitte euch, dass ihr eure Augen schließt. And you know what? Und wisst ihr was? Your Father in heaven wants to give you compliments. Euer Vater im Himmel will euch Komplimente machen. And I just want you to listen. Und ich möchte, dass ihr einfach zuhört. And let him tell you what he's saying to you. Und ich möchte, dass ihr zulasst, dass ihr einfach nur hört, was er euch zu sagen hat. Okay. You know that God speaks to you Du weißt, dass Gott zu dir spricht, because it is positive weil es positiv ist and it's upbuilding. und es ist aufbauend. Because he says, you know the thoughts I have towards you, Weil er sagt, du weißt die Gedanken, die ich über dich habe. thoughts of peace and not of harm, Das sind Gedanken des Friedens und nicht des Schmerzes, to do you good, um dir Gutes zu tun, to give you a future and a hope. um dir Zukunft und Hoffnung zu geben. And did you notice on the video Ist euch aufgefallen in dem Video, when people were listening to the compliment, dass als die Menschen den Komplimenten zugehört haben, you could see the smile on their face, konntest ihr Lächeln in ihrem Gesicht sehen. and you could see that they agreed. Und du konntest sehen, dass sie dem zustimmen. And when
our Father tells you something about yourself, Und wenn nun dein Vater dir etwas über dich selbst erzählt, you get a witness inside dann hast du einen Zeugen in dir drinnen and you smile und du lächelst, because you know it's true. weil du weißt, dass es wahr ist. And it's not conceited. It's not boastful Es ist nicht prahlerisch, to receive compliments. um Komplimente anzunehmen. It's humility. Es ist Demut. So just say thank you. Sag einfach Danke. And now we're gonna, if you have your handies, you're allowed to turn them on. Wenn du dein Handy dabei hast, dann darfst du es jetzt einschalten. And now we just want to ask God whom we can write and whom we can thank. Dann wollen wir Gott fragen, wen wir schreiben können und wem wir danken können. Maybe it's a relative. Vielleicht ist es ein Verwandter, Maybe it's your best friend. vielleicht ein bester Freund. And just write something to them Dann schreib ihnen einfach was, that you appreciate about them. was du ihnen wertschätzt. And maybe you've never taken the time to tell them. Und du hast dir vielleicht noch nie die Zeit dazu genommen, ihnen das zu sagen. It can be your child. Es könnte dein Kind sein. If you don't have your handies, you can do this at home. Wenn du dein Handy nicht dabei hast, dann kannst du es zu Hause machen. We'll just take a moment. Nehmen wir uns den Moment dafür.